Ihr könnt mir jetzt Fragen stellen über diese Bentley-Modelle. Welcher hat am meisten Power? Ja, der Supersport ist schon natürlich geil, ist mega, richtig geil gemacht. Supersport direkt, die Leichtbauversion damals vom Bentley, richtig geil, wie er auch da steht. Aber am meisten Power hat natürlich die aktuellste Version. So, jetzt sind sie komplett. Jetzt sind sie komplett. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist Sonntag und heute geht es um 20 Jahre Bentley Continental GT. Alle 3 Generationen hier, seitdem VW die Regie übernommen hat, seitdem die Rettung da war, seitdem das Auto zu einer Ikone wurde. Und jetzt fangen wir an. Nummer 1. Wir fangen mal heute von hinten an. Das Auto ist extremst rund geworden. Damals war es auch noch Mode, jetzt ist ja viel mehr Mode, Ecken und Kanten, alleine diese Rundung, die man hier sieht. Dann hast du hier deinen Spoiler, was bei 160 km/h hochgefahren kommt und dann auch wieder automatisch, ich glaube bei 90 km/h fährt er wieder rein. Das gibt dir nochmal einen gewissen Anpressdruck, damit du hinten mehr Stabilisierung hast. Dann für einen 12-Zylinder irre kleinen Auspuffblenden. Das war ja auch die Idee von Bentley, dass sie gesagt haben, wir möchten trotzdem so steril wie möglich bleiben, weil manchmal ist ja weniger mehr. So, und dann, wenn wir die Seitenlinie uns anschauen, also ich finde die immer noch mega schön und für mich inzwischen ein mega Klassiker geworden. Dann im Frontbereich zu damaligen Verhältnissen natürlich mega geil. Das ist aus Plastik, weil ja viele schimpfen, warum ist mein Grill bei Bentley aus Plastik? Es ist nicht anders erlaubt. Auffahrschutz, falls du ein Fahrradfahrer oder sowas umfährst, dann die 2 Lampen. Damals noch Pflicht gewesen, die Waschdüsen für die Xenon-Anlage. Dann haben wir hier im Grillbereich unten noch mal eine Trennung und bei den Speed war das so, dass es durchgängig war. Du kriegst schon den allerersten Bentley Continental für ca. 20.000 €. 80% Wertverlust. Und jetzt schauen wir uns noch mal unseren Motor an. Dann ziehe ich das Ding hoch. Es ist brandheiß, es ist richtig warm heute. Und hier ist er. Der W12 6,0 Liter Twin Turbo. Wenn du hier das Auto regelmäßig zur Wartung abgibst, ist dieser Motor eigentlich unkaputtbar. Die Matten hier oben, da können wir immer durchgehen und gucken, haben wir schmierige Finger, ja oder nein. Es ist ganz trocken. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Motor auch noch nicht mal schwitzt. Die erste Generation Bentley. Ich selber spiele immer mit den Gedanken, mir die erste Generation zu holen. Und zwar aber nur als Speed. Mit einer gesunden Laufleistung. Nicht zu wenig, weil zu wenig Laufleistung bedeutet auch viel Standschäden. Also ich würde mal sagen, wenn so ein Auto 15 Jahre alt ist, darf er schon so 60.000, 70.000 Kilometer haben. Aber dann erwarte ich auch, dass jede Wartung bei Bentley gemacht worden ist. Auch nicht bei einem Freien, bei Bentley bitte. Dann kann man sich so ein Auto zur Seite stellen. Ob der Wert steigt oder nicht, ist egal. Aber es ist erstmal schon jetzt ein Klassiker. Der allererste Bentley Continental unter VW-Regie. Das Auto haben wir heute hier bekommen und es ist auch noch ein Rechtslenker. Keine Rückfahrkamera, gab es damals auch nicht. Was ist denn hier los, Alter? Wieso fährt der nicht? Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu weit rechts fahre. Nee, links. Links. Links, du hast gerade rechts gesagt. Ja. Und ich sitze links, also Du sitzt links, ne? Licht gehen wir mal auf Automatik. Und jetzt fahren wir hier raus. Oh, Alter. Ist schon ein bisschen her, ne? Es ist halt schwierig hier mit Rechtslenker zu fahren. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Was damals ein Highlight war, mein Breitling-Uhr. Hier natürlich schön Holz, Walnut in dem Falle. Carbon gab es damals überhaupt gar nicht in der ersten Serie. Da konntest du noch Aluminium, Alu-Optik bestellen oder verschiedene Holzarten. Die Verarbeitung ist immer noch top. Mein Himmel schön mit Leder bezogen. Mega geil gemacht. Meine Türverkleidung auch hier mit Leder bezogen. Es ist natürlich eine riesen Diskussion immer, wie nachhaltig ist so ein Auto. Aber wenn ich mich in so einem Auto jetzt reinsetze, was ca. 31.000 Meilen hat und dann noch über 15 Jahre alt ist und das Auto noch in so einem Zustand ist es für mich sehr nachhaltig. Was sagst du, Chris? Gefällt er dir? Oder ist er dir zu alt? Ist mir ein bisschen zu alt und die Farbe ist auch nicht so meins. Das Einzige, was man hier auf jeden Fall bemängeln kann, das wirkte damals schon alt. Ich gehe mal hier auf Navi. Kein Touchscreen, nichts. Und das ist mein Navi. Bentley hat den jungen Kunden natürlich nie erreicht. Wenn ich in ein Auto einsteige und so ein Lenkrad sehe, eine Airbag-Tasche wie eine Handtasche von jeder Frau, so groß, hier,
zack. Es ist nicht schön. Und erst bei den Speed haben sie dann das Ganze dynamischer gemacht und zack, haben sie viele junge Leute drin mit angesprochen. Ich zeige euch ein paar Sachen, die bis heute sich durchgesetzt haben. Meine Lüftung ist heute noch so. Reindrücken ist aus, rausdrücken, dann habe ich meine Lüftungsanlage an. Und selbst meine Lufteinlässe sind auch noch genauso geblieben. Wenn ich auf meine analoge Tachoeinheit schaue, gibt mir das Ganze so viel mehr, ja, Klasse, Stil. Dann haben wir hier die Beleuchtung. Damals extrem viel Plastik, das haben sie jetzt besser gemacht. Arminia! Chris schwitzt so ein bisschen. Ganz dezent. Ihr könnt mir jetzt Fragen stellen über diese Bentley-Modelle. Ich sage euch noch einmal, die erste Generation, die zweite Generation und aktuellste Generation. So, und jetzt geht's los. Welcher Continental ist dein Liebling? Also ich muss sagen, ich fahre den ersten inzwischen extremst gerne, weil das ein Klassiker geworden ist. Aber aktuell fahre ich ja den aktuellsten und ich liebe dieses Auto einfach. Es ist einfach das Auto schlechthin für mich. Welchen würdest du dir am liebsten kaufen? Ja, ich habe den gekauft. Okay, weiter geht's. Welcher hat am meisten Power? Ja, der Supersport ist schon natürlich geil, ist mega, richtig geil gemacht. Supersport direkt, die Leichtbauversion damals vom Bentley, richtig geil, wie er auch da steht. Aber am meisten Power hat natürlich die aktuellste Version. Das ist einfach so. Der erste hat 560 PS gehabt. Das ist noch eine Frage. Wie ist der Kostenunterschied bei den Frontscheinwerfern? Alter, Philipp, Alter, was ist das für eine Frage? Das kann ich dir gar nicht ver... Wie viel hat die erste Generation gekostet? Die erste Generation hat einen Basispreis gehabt von ca. 160.000 €. Welcher, warte, weiter geht's. Welcher kostet am meisten? Der teuerste ist natürlich die dritte Generation. Bestes Invest, ja, bei Bentley Invest würde ich jetzt nicht. Kauft euch nur ein Bentley, wenn ihr Emotionen haben wollt und wenn ihr ein schickes Auto, ein Understatement-Auto haben wollt. Es ist einfach so. Dann kommt der zweite. Grill ein bisschen größer geworden und das ist hier auch noch ein Supersport in dem Sinne. Da hat er noch mal hier Applikation auf der Motorhaube bekommen und das Auto wirkt ein bisschen breiter, ein bisschen sportlicher durch die Supersport Pakete, die er außen bekommen hat. Das Auto hat sich extremst weiterentwickelt, hat sich natürlich auch angepasst. Die Lampen sind sportlicher geworden, ein bisschen tiefer, ein bisschen größer und dann natürlich mit einem LED, mit Tagfahrlichtsystem, was ja dann zur Pflicht wurde bei Neuwagen. Das kam ja eigentlich aus den skandinavischen Ländern, kam das ja. Dadurch, dass er im Winter fast immer nur dunkel dort ist, war immer klar, ein Skandinavien-Importauto, wenn du dein Licht gar nicht ausmachen konntest. Das heißt, du konntest immer nur mit Abblendlicht fahren. Und dann kamen die Tagfahrlichter, die dann Pflicht wurden. Das Auto ist auch ein bisschen markanter geworden. Die Felgen sind größer geworden, 1 Zoll größer. Dann natürlich, dann kam noch dieses Classic-Paket dazu, Carbon drumherum. Und hier in Supersport natürlich schön in weiß gehalten, Carbon-Spiegel. Dann hier mit Aufkleber leider, nicht rauflackiert. Supersport und innen kommen wir gleich zu. Heckdiffusor, schauen wir uns auch. Nee, wir wollten erst Front. Alter, Chris, du machst mich verrückt. Also, wir gehen mal noch mal so und gucken uns mal die beiden Autos an. Es ist schon ein Riesenunterschied, aber da gab es noch irgendwie, weiß ich nicht, da haben die Leute sehr lange gebraucht, um von den ersten auf den zweiten umzusteigen, weil viele enttäuscht waren vom Bentley. Weil viele gesagt haben, ihr kommt nach circa 8, 9 Jahren mit ein neues Modell raus und wir sehen gar keine richtige Änderung. Da muss man zweimal hingucken, um eine Änderung zu sehen. Leider habe ich das hier heute nicht für euch hinbekommen, dass wir auch einen normalen Continental GT haben. Wir haben den Supersport bekommen. Da ist jetzt ein Riesenunterschied. Aber bei den normalen Continental ohne Supersport, das heißt nicht die quasi Leichtbauversion, wenn man das bei Bentley überhaupt nennen darf, Leichtbauversion, würde gar nicht mal so abweichend sein. Und da waren viele enttäuscht.
Das Auto, was ich jetzt hier fahre, ist ein Supersport. Ne? Das ist also nochmal ein Sondermodell. Bisschen lauter, bisschen spezieller. Ich spüre hier natürlich sofort meine 12-Zylinder. Auch durch die Lautstärke hinten. Keine Ambientebeleuchtung, gar nichts. Das gab es damals einfach noch nicht bei dem Bentley. Was hier auch noch 1:1 gleich geblieben ist, wie beim ersten Modell, ist die Lüftungsanlage drin. Das Ganze einzustellen. Die haben eigentlich drin fast alles gleich gelassen. Selbst mein Armaturenbrett vorne ist genauso geblieben. Und soweit ich weiß, hat er dann die Navigationsanlage von den Touareg bekommen. Wenn dann schon ein Navi vom Touareg reinkommt für den Bentley, dann hätte ich das besser gefunden, wenn das auch noch angepasst wäre für den Bentley, schneller rechnen würde, weil teilweise hast du irre lange gewartet. Im Gegensatz zu den vorherigen Modellen haben sie meine Armaturen vorne größer, großzügiger gemacht. Ich habe jetzt mein Drehzahlmesser richtig schön im Blick. Ich habe meine kmh-Anzeige im Blick. Meine digitalen Anzeigen in der Mitte sind jetzt auch gut zu sehen. Ich habe hier auch ein Tempomat. Ansonsten von der Verarbeitung her sind sie wesentlich besser geworden, was die Sitze betrifft, was Stitching betrifft, was meine Keder betrifft, was die Optionen, was mein Carbon betrifft, Holz und so weiter. Da haben sie richtig zugelegt. Bei dem Fahrzeug, es ist ein Supersport. Die ersten Supersport, die rauskamen, die sollten ja auch extrem gewichtssparend sein. Die hatten hinten keine Sitze. Bentley, Zweisitzer, lässt sich doch nicht so gut verkaufen. Dann haben sie die Option ganz schnell dazu gepackt, dass du auch den, so wie hier jetzt, als Viersitzer bestellen kannst. Was ist Maxgeschwindigkeit von den Bentleys? Geile Frage, richtig geile Frage. 335, 315 und der war irgendwas auch zwischen 305 circa. So, weiter geht's. V10-Motor. Nein, V10-Motor haben alle drei nicht. Bei Bentley gab es nie V10-Motoren. Die haben alle einen W12-Motor. W12, W12, W12. Woran erkennt man, dass es ein W12 ist und kein 8-Zylinder ist? Hinten entweder steht das hier an der Seite oder es gibt hinten einen Trick. Immer, wenn die Auspuffendrohre so oval sind, sind es immer 12-Zylinder. Wenn es aber 2 sind, eine 8-Form, dann sind es 8-Zylinder. Die erste Generation gab es immer nur mit 12-Zylinder. Gar keine Chance. Der echte Bentley-Fahrer fährt immer 12-Zylinder. So, und jetzt könnt ihr auch sehen, wie wir hier gefaked haben. Guck mal, wie diese Seite aussieht. Da werden wir natürlich euch das nicht zeigen. Ihr werdet alle im Video die Seite sehen. Ist das nicht schön? Chris muss lachen. Nur der Kamera. Das ist jetzt deine Schuld, dass wir das jetzt gezeigt haben. Ne? So, und ab dieser Generation, ab die zweite Generation, gab es auch einen 8-Zylinder. Kofferraumcheck. Fangen wir jetzt mal ganz typisch, dritte Generation. Guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt richtig fies bin, sage ich zu Chris, ob er da einsteigen möchte. Chris, machst du das für uns? Wir sind doch live. Chris macht es. Chris steigt live da rein. Das ist doch geil. Ja, das sind Audi-Motoren. Das sind 2 V12 aneinander gesetzte Audi-Motoren. Chris passt rein. Nein, zu mache ich nicht. Aber Chris passt da rein. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, zweite. Nee, nicht in alle. So, zweite. So, zack. Ah, hier könnte es eng werden, Chris. Hier könnte es eng werden. Ja. Ja, also es ist wesentlich kleiner von Luke her, ne? Das ist einfach so. Also Chris. Hä? Willst du reingehen? Nein, ich kann ja nicht da rein. Warum nicht? Ey, ich bin schon so am Schwitzen. Ich kann doch nicht da rein. Wieso, ist doch nicht schlimm? Nee, mit Mikro und so weiter, das ist schlimm. Das geht nicht. Ach ja, genau. Technik und so weiter. Ist doch dein Mikro. So, und dann kommt die Generation. Guck mal, erste Generation ist nichts hier mit B raufdrücken und deine Haube geht auf. Nein, hier musst du nicht wundern. Oh, ist abgeschlossen. Cool. Wo ist ein Schlüssel? Das liegt da hinten beim Wasser. Ach so, ja, stimmt. Das ist unsere Catering-Ecke. Ihr könnt euch dreimal vorstellen, wer Wasser mittrinkt und wer Wasser ohne trinkt. So, hier haben wir einen Schlüssel. Hier liegen die Bentley-Schlüssel. Jetzt gehen wir wieder weiter. Hier musst du nämlich auf den Knopf drücken und es ist nicht automatisch. Also es ist keine automatische Heckklappe. Alter, ist das warm. So, und hier haben wir ein bisschen Sachen reingepackt. Das ist unser Equipment. Ich würde sagen, es ist okay. Es ist für einen GT absolut okay, Kofferraumcheck. Es ist mehr geworden, aber die Luke ist kleiner geworden. Das ist schwieriger, die Sachen reinzubekommen. Und dann, unschlagbar, alter Schwede, das ist schon krass. Und Chris ist ungefähr 1,95 groß und wiegt 120 Kilo. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. I had to
losses, I'm handing them out, yeah, had to go delegate. So, und dann kommt es. Das Auto schlechthin, die Allzweckwaffe, das auch, ich muss jetzt meine Brille absetzen, weil ich das Auto ja auch noch privat selber fahre, die dritte Generation. Frontbereich, natürlich jetzt die neueste Generation, das ist sozusagen Mulliner-Ausstattung, hat ein ganz neues Grill, neues Grill, ne? Neuen. Okay, nochmal. Das ist jetzt die Mulliner-Ausstattung, hat ganz neuen Frontgrill bekommen. Das Auto wirkt viel aggressiver, aber auch wesentlich tiefer gehalten. Wenn wir uns das hier anschauen, geht mir das genau bis hier. Und guck mal, ich gehe mal jetzt hier rüber. Guckt euch das mal an. Hier habe ich das bis hier. So ein Riesenunterschied ist es gar nicht. Man sieht einfach nichts, aber durch die Optik, wenn man sich das anschaut, wirkt er extremst tiefer. Meines Erachtens wirkt er auch länger. Im seitlichen Bereich, wenn wir uns hier die Flucht anschauen, gucken wir uns das Ganze mal an. Hier natürlich durch Supersport, der hat einen ganz anderen Kotflügel, dann hat er einen Flying B hier reinbekommen. Das haben sie hier weggelassen. Dieses Flying B ist jetzt hier unten drin. Klassisch, je nachdem, ob das ein 12-Zylinder ist, 8-Zylinder, da kommt eigentlich 12 rein, aber jetzt der Mulliner zeigt hier nur Mulliner-Paket an, was ein Aufpreis ist. Und dann ganz neu reingekommen, nur bei der Generation, das gab es hier bei der mittleren Generation, bei der ersten Generation auch nicht, ein Glasdach, was man nicht öffnen kann, aber was natürlich in Innenausstattung extrem viel Freiheiten reinbringt. Und dann haben wir hier, die Kotflügel sind schon ziemlich ähnlich, aber hier haben wir hier richtig so ein Knick, so richtig Aerodynamik, das hat ja auch Sinn und Zweck. Hier nicht, hier ist er steril, hier geht er so rüber. Okay? Und dann im hinteren Bereich ein ganz neues Auto. Die Lampen, die Heckleuchten sind komplett schmal geworden. Das Auto wirkt auch tiefer, hat eine neue Klappe bekommen. Da ist die erste Generation, hat noch die länglichen, dann oval in dem Sinne, dann ein Rechteck und dann ganz dünn gezogen, Spoiler auch von, Spoiler auch von oberem Bereich weggezogen auf unterem Bereich, also viel weiter reingezogen, was hier auch hochkommt automatisch und reinfährt, was man auch manuell bedienen kann. Das mache ich euch gleich, blenden wir euch mal ein. Und das sind die markanten Unterschiede. Und dann ist dieses Auto natürlich auch von innen komplett neu geworden. Ein komplett neues Auto. Okay, jetzt muss der ein oder andere sagen, ob er die Innenausstattung so auswählen würde oder nicht. So, meine lieben Freunde der Sonne. Boah, ich bin am Schwitzen, ey. Wir haben 29 Grad. Wir stehen hier mittendrin. Und jetzt gucken wir uns mal das schöne Auto, die dritte Generation Bentley Continental, in dem Falle Mulliner, von innen an. Das erste, was ich immer mache, ist Start, Stopp, Automatik aus und im Sportmodus. Dann hört sich das Auto viel geiler an. Das Auto fährt ein bisschen runter. Bei den ersten beiden Generationen wurde viel von VW übernommen und hier ist jetzt viel Porsche reingekommen. Zum Beispiel mein Panamera Navigationsgerät, was unglaublich gut funktioniert. Auch die Sprachfunktion funktioniert super. Dann haben wir hier komplett neu im Innenbereich, haben wir alles neu bekommen. Wir können alles über unser Touchscreen organisieren, aber wir können das Ganze auch hier per Schnelltaste bedienen. Selbst vorn im Frontbereich habe ich auch meine Schnelltasten wie Phone, Navigation, egal was, können wir hier komplett schnell bedienen. Die Verarbeitung drin, die ist natürlich spitze. Auch hier alles perfekt gearbeitet. Die Curlings und pro Curling sind über 700 Stiche. Das ist unglaublich, wie präzise sie arbeiten müssen. Größere Manko bei den neuen GT ist, der liegt, wenn du den gut ausstattest als 12-Zylinder, zwischen 280 bis weit über 300.000 Euro. Auch derjenige, der das Geld locker hat, fängt an zu überlegen, weil diese 300er Marke zu überspringen im Automobilbereich, das ist eine Kopfsache. Meine digitale Tachoanlage hat sich natürlich komplett verändert, auch da. Ich kann mein Navi einstellen, ich habe jetzt ein Head-Up-Display drin. Ich habe hier so viele Funktionen drin, die ich bei dem vorherigen nicht hatte. Da ist Bentley ein bisschen mehr von GT weggekommen und hat viel mehr Alltag reingebracht, weil die einfach gecheckt haben, die Autos kommen nach 2-3 Jahren mit immer mehr und mehr Kilometer zurück. Sagt mal, was ihr hier zu sagt. Guck mal hier, schön pink, lila. Das sind so präzise Sachen, die ich mega feiere. Ne? Guckt euch das mal an. Schön Bentley Flying Spur hier rein verarbeitet. Das ist doch geil. Und hier die Innenausstattung. Die Sitze auch.
Also die Presseautos sind immer ein bisschen crazy, Molina reingestickt. Aber ich finde, es muss genauso sein. Ich finde es auch mega, Moritz. Ich finde es sehr gut. Ja, also viele feiern das. Weil Chris hat gesagt, er wird sich das Auto nicht so kaufen. Nee, leider nicht. Hä? Ich werde mir das Auto wahrscheinlich eh nicht kaufen. Nein, Chris will immer nur schwarze Autos. Egal wo wir hingehen, genauso wie sein T-Shirt, der will immer schwarze Autos. Wie viel Zoll haben die Reifen? Da fangen wir mit den ganz aktuellen an. Der hat hier 22 Zoll. Der hat 21 Zoll, der Supersport. Und die erste Serie hat 19 Zoll. Coole Frage, weiter geht's. Innenausstattung von den Grünen, das zeigen wir euch. Nicht wundern, da hat uns Bentley einen Rechtslenker zur Verfügung gestellt und es war echt eben creepy, einen Rechtslenker durch Genf zu fahren. Also die Innenausstattung, das zeigen wir euch noch einmal. Sehr klassisch gehalten, Second Hidery, das heißt im oberen Bereich, grün, dann beige in dem Sinne, dann Wurzelholz, Walnut und meine Freunde, das ist hier nicht irgendwie Holzapplikation oder Hauchdünn, das ist Holz pur und dann mit ungefähr 12 Schichten Klarlack rüber lackiert. Und dann die Sitze, die Innenausstattung, natürlich alles extremst oldschool. So, Generation 2, boah ist das warm, Alter. Noch 5 Minuten auf der Karte. Noch 5 Minuten auf der Karte, habt ihr gehört? So, Generation 2, Lenkrad ist schicker geworden, die Armaturen sind wesentlich sportlicher geworden, Navi ist größer geworden, aber an wen erinnert euch das? Das ist ein Touareg-Navi. Die Sitze sind wesentlich schicker geworden, sportlicher geworden. So, und dann kommen wir zu den jüngsten Bruder. Der ist ganz jung, obwohl das könnte auch eine Schwester sein von Farbe, oder? So, und dann haben wir das hier, guckt euch das mal an. Zack, und was ich ja bei den aktuellen so feier, ist mein... Boah, jetzt noch wärmer. Ach, wir brauchen aber Schüssel, Diggi. Kannst du mal schnell holen? In der Catering-Ecke. Catering-Ecke, ja. Oder kannst du auch per Funk sagen, dass die Catering-Ecke das holen soll. Ist ja kein Problem. Boah, beeil dich doch, weil es warm, Alter. Das Auto an. Und was ich mega feier, ist genau das hier, was ich euch noch nicht zeige, mein Rotation Display. Guckt euch das mal an. Das kostet um die 7.000 € brutto extra, aber es lohnt sich. Dann habt ihr hier nämlich 3 analoge Anzeigen. Einmal Temperaturanzeige, was sagt uns das an? 29 Grad, es wirkt aber wie echt 40 Grad. Kompass und eine Stoppuhr. Und wenn ihr das komplett aushaben wollt, drückt ihr rauf und dann habt ihr gar nichts, dann ist alles hier steril, komplett. Und dann habt ihr hier alles und dann eine schöne Uhr. Leider kein Breitling mehr. Es ist kein Breitling mehr. In den anderen beiden Modellen sind Breitling-Uhren drin. So, jetzt müssen wir aufhören. Oh, fuck. Jetzt müssen wir aufhören. Die Sache ist auch, die Autos sind natürlich extremst teuer geworden. Wir fangen mit der ersten Generation an, der fing ab 160.000 € an. Der zweite Supersport, so wie er hier steht, lag ungefähr bei 220, 230. Und der Molina jetzt, der ganz aktuelle, der so hier steht, der ist voll ausgestattet, 12 Zylinder, liegt ungefähr bei 330. 325. Das sind natürlich extreme Unterschiede. Von 160.000 € Basispreis, so wie er da steht, kostet er vielleicht 180 auf 330. Das ist krass. Da sind ein paar Dacia Dusters drin. Das könnt ihr jetzt ausrechnen. Stimmt ihr mal bitte ab, welches Auto würdet ihr nehmen? Würdet ihr schon den Klassiker nehmen? Seid ihr eher der klassische Typ? Oder seid ihr für den mittleren, jetzt in dem Fall für den Supersport? Oder sagt ihr nein? Ich brauche immer das neueste Modell. Ich brauche immer das Beste. Ich will immer das Aktuellste haben, was auf dem Markt ist. Da kommt ihr natürlich nicht hier drum herum. Der klassische Bentley-Kunde hat hier zwischen Generation 1 und Generation 2 kaum Unterschiede gemerkt. Von außen nicht, von innen ja. Aber bei Generation 3 ist es extremst verändert worden, aber zum Positiven. Aber das Auto ist total ausgereift. Einzige Manko, warum man den sehr, sehr selten auf der Straße sieht, auch in die
Luxusautostätte Hochburge. Seid ihr mitgekommen? Luxusautostätte Hochburge. War das nicht geil? Wahnsinn. Da muss ich selber drüber lachen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Okay. Sieht man den Bentley eher selten. Und ich kann euch genau sagen, warum. Weil der Bentley einfach 50.000 bis 80.000 Euro zu teuer geworden ist. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Nächste Woche Sonntag geht es weiter. Wollt ihr eine Werksbesichtigung im Bentley haben, ja oder nein? Sollen wir mal einmal gemeinsam durchs Werk gehen und gucken, wie so ein Auto produziert wird? Bei mindestens 100 Mal ja, verspreche ich euch, setzen wir das um. Bis nächste Woche. Ciao.